Heute hätte der Tag sein können, an dem wir hier beginnen, die großen Fehler der Ampel rückabzuwickeln, und wir hätten gemeinsam dafür sorgen können, dass mit unserem Land wieder vorwärts geht. Aber was machen die großen Versprecher von der FDP und CDU? Sie lassen gemeinsam mit Rot-Grün unsere Tagesordnungspunkte nicht mal zu und unterdrücken eine Debatte hier im Hohen Haus. Bei Friedrich Merz klingt das dann so: Wir werden nur noch das zur Debatte zulassen, wo wir uns vorher untereinander mit Rot-Grün in der Sache abgesprochen haben. Hey Leute, herzlich willkommen. Sebastian Münzenmaier bringt's echt auf den Punkt. Die CDU könnte heute leicht eine Mehrheit für die Grenzschließung haben, aber Friedrich Merz hält lieber an seiner Brandmauer gegen die AfD fest, als Lösung für Deutschland umzusetzen. Das zeigt doch nur eins: Der CDU ist die Zusammenarbeit mit den Grünen, der SPD und der FDP wichtiger als unser Land. Münzenmaier spricht Klartext über die Schwächen der CDU und deckt knallhart auf, was wirklich hinter dieser Brandmauer steckt. Schaut rein, es lohnt sich. Auf geht's. Jan Münzenmaier. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Demokratie besteht aus Debatte und anschließender Entscheidung aufgrund der Debatte. Wenn Helmut Schmidt, von dem dieses Zitat stammt, in dieser Woche das Verhalten von SPD, CDU, Grünen und FDP sehen könnte, er würde sich im Grab umdrehen und rotieren. Alle Tagesordnungspunkte der Opposition einfach abgesetzt. Alle Debatten zu den wirklich wichtigen Themen bei uns hier im Land einfach abgesetzt, wird nur drüber geschwiegen. Die Reste der gescheiterten Ampel haben keine eigene Mehrheit mehr hier im Haus. Aber wenn eine Regierung keine Mehrheit mehr hat, warum sollte dann ein ganzes Parlament aufhören zu arbeiten? Unser Land, gucken Sie sich mal an, wie viele von Ihnen noch hier sind. Sie arbeiten nicht mehr um die Uhrzeit. Ihre Leute sitzen alle schon in der Kneipe, weil sie nichts schaffen, weil sie nur babbeln können. Unser Land steckt in einer riesigen Krise. Die Menschen da draußen leiden. Sie leiden an Energiekosten. Ihre Arbeitsplätze werden ins Ausland verlagert wegen ihrer Politik. Und die Firmen müssen Insolvenz anmelden. In Großstädten gibt es kaum noch bezahlbaren Wohnraum. Ganze Brücken stürzen mittlerweile in Deutschland ein. Und die ersten CDU-Politiker fordern mittlerweile die Rente mit 70, weil das Geld für die Rente nicht mehr reicht. Währenddessen strömen Hunderttausende Fremde hier ins Land, wandern in unsere Sozialsysteme ein und sorgen dafür, dass gerade jetzt zur Weihnachtszeit der Besuch eines Weihnachtsmarkts mittlerweile ein Hochsicherheitsrisiko ist. Dieses Land braucht dringende Reformen. Und dafür brauchen wir ein arbeitsfähiges und vor allem ein arbeitswilliges Parlament. Wir haben heute mehrere Initiativen vorgelegt. Wir haben gesagt, es gibt Dinge, die müssen so schnell wie möglich beschlossen werden. Und nur weil Sie versagt haben, weil Sie keine Mehrheit mehr haben, haben wir gesagt, folgende 3 Punkte, dafür gäbe es eine Mehrheit hier im Haus. Wiedereinstieg in die Kernkraft. Unser Land braucht günstige Energie. 2. Masseneinwanderung stoppen, Migranten an den Grenzen zurückweisen. Und 3. Entlastung für unsere Wirtschaft, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz sofort abschaffen. Das sind die Themen, die die Menschen da draußen bewegen. Das sind die Themen, für die es hier im Deutschen Bundestag eine Mehrheit gäbe. Heute hätte der Tag sein können, an dem wir hier beginnen, die großen Fehler der Ampel rückabzuwickeln, und wir hätten gemeinsam dafür sorgen können, dass mit unserem Land wieder vorwärts geht. Aber was machen die großen Versprecher von der FDP und CDU? Sie lassen gemeinsam mit Rot-Grün unsere Tagesordnungspunkte nicht mal zu und unterdrücken eine Debatte hier im Hohen Haus. Bei Friedrich Merz klingt das dann so: Wir werden nur noch das zur Debatte zulassen, wo wir uns vorher untereinander mit Rot-Grün in der Sache abgesprochen haben. Ich will keine Mehrheit mit denen da von der AfD oder von den Linken. Was ist denn das für ein Demokratieverständnis? Der eingebildete Friedrich will also hier im Parlament gar nicht mehr diskutieren und will nicht mehr debattieren über das, was bringt, weil am Schluss die falschen Abgeordneten den richtigen Inhalten zustimmen könnten. Oh mein Gott! Ich dachte früher immer mal, in der Demokratie sei es so, dass jede Bundestagsfraktion um Mehrheiten wirbt für die eigenen Ideen und Überzeugungen. Aber davon hat sich die Union grandios verabschiedet mit dem heutigen Tag. Und gerade Sie alle, wie Sie da wieder mit dem Kopf nicken und die heute Morgen hier vom Pult immer von den demokratischen Fraktionen geschwafelt haben. Und gerade Sie, die alle das Wort Demokratie wie eine Monstranz vor sich hertreiben, Sie sind es, die die Demokratie mit den Füßen treten, wenn es drauf ankommt, meine Damen und Herren.
Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir dem einen oder anderen Schreihals hier aus der ersten Reihe mal erklären, was Demokratie bedeutet. Demokratie ist nämlich nicht die Herrschaft einer abgehobenen Politikerkaste, wie sie hier sitzt, die so lange wählen lässt, bis ihr das Ergebnis gefällt. Demokratie ist die Herrschaft des Volkes, die sich in einer repräsentativen Demokratie durch gewählte Volksvertreter manifestiert. Unsere AfD war bei der letzten bundesweiten Wahl zweitstärkste Kraft in Deutschland. Wir haben die Wahl in Thüringen klar gewonnen. Im Juni haben mehr als 6 Millionen Menschen in Deutschland uns gewählt. Wir sind die Stimme dieser Menschen hier im Parlament. Ob Ihnen das gefällt oder nicht, ist uns ziemlich egal. Demokratie bedeutet, dass Sie das akzeptieren und dass Sie nicht mit irgendwelchen miesen Geschäftsordnungstricks, weil mehr können Sie ja sowieso nicht, dass Sie mit diesen Tricks die Debatte hier unterdrücken und die Lösung für die Menschen da draußen im Land damit verhindern, meine Damen und Herren. Und auf Sie zähle ich sowieso nicht mehr. Sie haben sich ab nächstes Jahr erledigt, aber auch die CDU muss sich jetzt entscheiden. Wollen Sie denn eine andere Migrations- und Energiepolitik, die Sie in den Talkshows fordern, wollen Sie denn wirklich umsetzen? Weil wenn ja, dann geht das nur mit uns. Es kamen zum Beispiel im Oktober über 21.000 Menschen zu uns ins Land. Das sind mehr als 700 Migranten pro Tag. In der Bild-Zeitung hat Merz gefordert, wir werden sie an den Grenzen zurückweisen. Hier im Parlament könnte er zeigen, ob er es ernst meint. Aber leider stellen wir heute fest, die Brandmauer ist Ihnen wichtiger als Deutschland und Friedrich Merz ist genauso rückgratlos wie Angela Merkel. Und deswegen hat der heutige Tag eines bewiesen, was wir im nächsten Jahr bei den Wahlen sehen werden. Wer Friedrich Merz wählt, bekommt am Ende rot-grüne Politik. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Nächster Redner ist Dr. Johannes Fechner für die. Leute, es ist höchste Zeit aufzuwachen. Seht euch an, was uns erwartet, wenn die CDU weiterhin dieses Spiel auf Kosten unseres Landes treibt. Diese Partei verspricht euch Sicherheit, aber am Ende zählt nur der Machterhalt. Selbst wenn es bedeutet, mit der Ampel zu kuscheln und die Sorgen der Bürger zu ignorieren. Wenn wir wollen, dass sich in diesem Land wirklich was ändert, dann müssen wir alle laut werden. Liked dieses Video, abonniert den Kanal, haut ordentlich eure Meinung in die Kommentare und vor allem teilt das Video. Nur so können wir gemeinsam die Wahrheit verbreiten. Lasst uns dafür sorgen, dass die Lügen aufgedeckt werden und dass jeder sieht, was auf dem Spiel steht. Bis zum nächsten Mal und bleibt wachsam. Die Kreuze klar.